Hallo, ich stelle euch heute eine neue Figur vor. Sie kommt von dem Hersteller Mythos. Ihr Name ist Red Rabbit und sie kommt, ich glaube es ist kein Anime, es ist glaube ich auch ein originaler Charakter, aber sie haben es Fairy Tail genannt, bin mir leider nicht ganz sicher. Sie hat einen Scale von 1,8. Also ich finde die Box wirklich sehr schön gemacht. Hier sieht man eben schon so eine Uhr und dann sieht man die Figur innen. Hier sieht man einen Stern und so Kartenzeichen und den Namen und alles in Goldschrift. Auch recht süß, erinnert an Alice im Wonderland. Und hinten sieht man dann die Zeichnung von der Figur, wie die Figur eigentlich aussehen soll. Seitlich sieht man einen Hut. Ja, dann unten habe ich gesehen, haben sie sogar dieses Mal ein Sticker, das original ist. Ich glaube, die letzten hatten das nicht, aber ich bin mir leider auch nicht so sicher. Dann mache ich gleich die Box auf. Ja, hier habe ich sogar eine Postkarte. Finde ich recht cool. Steht hier Thank you for choosing us. Also der Hersteller hat sich bedankt, dass man die Figur gekauft hat. Finde ich wirklich cool. Die Zeichnung finde ich auch wirklich sehr schön gemacht. Also generell finde ich die Idee der Figur wirklich sehr cool. Ja, so zur Plastikbox von der Figur, da sieht man eigentlich nur die Base. Die riesige Base, muss ich dazu sagen, und Krimskrams-Zeug, das sie hat, und die Figur selbst und eine Menge Plastik. Hinten dasselbe. Ja, dann würde ich sagen, machen wir gleich die Box auf. Ja, das wäre jetzt die Base. Da werde ich mal das Plastik weggeben. Ja, also das wäre jetzt die Base ohne Plastik. Sieht wirklich riesengroß aus und wirklich voll schön. Also die meisten Hersteller machen sich ja nicht die Mühe, dass die Base meist gut aussieht. Die sieht meistens einfach nur langweilig aus. Und ja, also sie sieht einfach hammermäßig aus. Ich finde die Farbkombination mit dem Weiß, Violett, Rosa hier wiederum dunkles Pink und mit dem Orange und Blau hier oben, Violett, wirklich voll schön. Also wirklich eine super Idee von den Farben her. Und generell, wow, also ich sehe jetzt auch keine großen Mängel oder sonstiges. Es wurde wirklich sehr gut gearbeitet, also wirklich sauber. Ja, dann komme ich auch gleich zu der Figur. Die ist hier auch in so Plastik eingewickelt, ganz langweilig. Aber ich denke, sie braucht nicht wirklich mehr Plastik als nur so rundherum ein wenig. Ja, ich werde die Figur dann gleich auf die Base geben. Die hat hier so ein Loch. Ich denke mal, das gehört hier, weil hier steht was heraus. Und sie hat auch hier noch ein Loch in dem Arm. Ah nein, der Rock wird wahrscheinlich hier reingehören und der Arm hier oben. Ja, es ist so, wie ich es mir dachte. Also oben gehört der Arm und unten der Rock. Ja, dann mache ich das auch gleich. Ja, ich habe das jetzt so gut es ging. Der Arm oben, der geht also hier, der geht wirklich ganz rein. Aber unten sieht man noch ein Stück Plastik, das raussteht und ich glaube, das geht auch nicht tiefer rein. Ich glaube, das ist nur im Rock, also nicht im Fuß drinnen. Zumindest glaube ich es, weil es sieht nicht so aus, als würde durch den Rock ein Loch durchgehen. Und ich glaube, das kann auch nicht mehr viel weiter reingehen, weil hier der Rock schon relativ ansteht. Ich hoffe einfach, dass die Figur auf Dauer hält. Ja, das Einzige, hier habe ich einen Fehler entdeckt. Ich dachte anfangs, vielleicht ist das irgendwo, wo die Figur ansteht. Aber das ist leider ein Fehler. Hier wurde eine kleine Wölbung gemacht. Leider, sonst ist die aber wirklich perfekt. Ja, das wäre jetzt die Figur auf der Base. Sieht wirklich sehr cool aus, also ich finde es ja wirklich super, dass die Figur quasi springt und in der Luft ist. Die Idee ist wirklich sehr cool. Dann würde ich auch gleich sagen, schauen wir uns die Figur ein wenig genauer an. Ja, also vom Gesicht her, es ist nicht mein Lieblingsgesicht, aber ich finde, das Gesicht passt wirklich sehr gut zu den Haaren und generell zu der Figur, also auch zur Aufmachung mit dem Gewand und allem. Ich finde die Augen recht cool, weil sie hier so
ein kleines Spitzchen reingemacht haben. Und auch, dass sie schwarz-rot sind, finde ich, passt generell ganz gut zu den Farben. Ja, die Haare finde ich auch wirklich sehr schön, dass sie alle so ins Gesicht fallen und mal kurz sind. Dieses leichte Rosa und ich finde, das passt wirklich zu der Figur. Also es sieht eher verspielt und süß und relativ jung aus und ich finde, das passt wirklich sehr gut. Sie hat auch Hasenohren, das haben nicht sehr viele Figuren. Das soll sein wegen White Rabbit, wegen dem Namen. Und hier hat sie auch noch einen kleinen Hut bei dem Ohr, das finde ich auch voll süß, die Idee mit Rüschen. Ja, dass sie hier eine Uhr gemacht haben, finde ich auch sehr cool. Ich habe die andere Alice-Figur von dem Hersteller auch, die hat auch eine Uhr dabei. Und ich finde, das passt dann wirklich sehr gut zusammen. Generell das Gewand, dass es so rötlich mit so einem Violett-Fliederton ist, finde ich auch sehr cool. Auch dieses Muster hier in der Mitte passt wirklich sehr gut dazu. Und auch, dass sie einen weißen Kragen hat am Hals, finde ich auch wirklich sehr cool. Ja, unterhalb von dem Kleid dieses Weiß mit dem Rot, diese Rüschen und dann auch noch, dass hier das Rot zackig gemacht wurde, finde ich auch wirklich sehr schön. Ja, zu den Schuhen, die sind eigentlich eher normal gehalten. Sie haben hinterhalb trotzdem eine Schleife auch noch gemacht. Das finde ich auch wirklich sehr schön. Ja, hinterhalb hier finde ich auch ihren Rücken wirklich sehr schön gemacht. Dass sie hier so einen Schwung im Rücken drinnen hat, finde ich wirklich sehr schön. Und auch dieses goldene Teil hinten wurde sehr schön gemacht. Ja, man sieht hier auch noch ein wenig ihren Hasenschweif und die Unterhose. Die, was glaube ich über der Strumpfhose ist. Es sieht zumindest so aus, bin mir nicht ganz sicher. Aber ich finde, das haben sie auch schön gemacht, dass es ein bisschen reizvoll ist. Ja, mir gefallen auch die Armstulpen, die sie hat. Und generell auch die Bewegung der Figur des Arms hier sieht wirklich sehr cool aus. Also generell ist die Figur wirklich Bombe. Also bis auf das eine hier gibt es wirklich nichts zum Aussetzen. Sie haben sie wirklich sehr gut gemacht. Und die Base ist einfach der Wahnsinn. Also sie braucht natürlich viel Platz, aber ich finde, das ist es wirklich wert, weil ich finde, die Figur sieht wegen der Base schon um einiges viel besser aus, als wie wenn es jetzt einfach nur eine runde Base wäre, mit schwarz oder weiß. Und ja, ich finde, es ist auf jeden Fall wert, dass man sich die Figur kauft. Und sie hat auch 10 Sterne von 10 Sternen von mir verdient. Ja, für einen 1,8 Scale ist sie wirklich sehr groß. Natürlich ist das auch, weil die Base riesig ist, wirkt die Figur gleich ein wenig größer. Also für mich ist die Figur eher im Scale 1,7 und nicht 1,8. Also es ist wirklich eine große Figur. Ja, vom Preis her hat sie mir ungefähr 130 € gekostet. Das ist relativ billig für diesen Aufwand, was sie bei dieser Figur geleistet haben. Ja, finde ich auch echt cool, dass sie da generell nicht so teuer sind bei den Figuren. Ja, das war mein Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!